Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Nations Quickfire Video gebe ich euch einen kurzen Überblick über alle Tech Trees in World of Warships. Wenn ihr weitere Fragen zu Schiffen oder Forschungsbäumen habt, stellt diese gerne in den Kommentaren. Viel Spaß beim Video. Wir können einen kurzen Überblick machen bei den Nationen. Ich möchte es kurz halten, weil darüber kann man tatsächlich mehrere Stunden reden. Also bei den Japanern, die japanischen BBs sind relativ gut gepanzert, haben gute Guns, meistens Overmatch und hohen Alpha, gute Genauigkeit. Die Cruiser, äh, Torps, guten HE-Alpha, sind relativ manövrierfähig, wobei das bei der Yodo-Linie nicht so stimmt. Aber du hast theoretisch gute Torps mit guter Reichweite. Die eine Seite von den Japanern guter Torp-DD, andere Seite guter Gun-DD. Flugzeugträger auch torpedolastig. Allgemein bei den Japanern bist du da in Richtung Torps ganz gut. Bei den Amis, da bist du bei der AP relativ gut aufgestellt, ne? Also gerade bei den Cruisern. Du hast Radar meistens bei vielen Schiffen Radar dabei. Du hast hier auch gute Torps, du hast einen guten Smoke bei den Cruisern. Die BBs haben kein großes Kaliber, aber dafür sind auch relativ langsam, aber sind relativ genau auch. Die Flugzeugträger sind relativ bombenlastig, weniger torpedolastig, würde ich mal sagen. Aber die Torpedos machen großen Schaden, sind aber relativ langsam. Bei den Japanern sind sie dafür schneller. Bei den Russen hast du ja Tanky BBs, die auf Range nicht so gut sind, eher nahkampflastig. Die Cruiser haben alle Radar 12 Kilometer im Großen und Ganzen, sind aber teilweise weich, am Anfang relativ weich, werden dann relativ tanky, gerade hier in die Richtung. Hier sind sie eher Kitekreuzer. Bei den Russen, das sind eher Gun-DDs tatsächlich, würde ich sagen. Da spielst du nicht auf Torps, gerade Zorki und so. Und der Flugzeugträger äh, ist speziell, ist auch eher Rocket-Bombenlastig. Bei den deutschen Secondary BBs, Kitekreuzer mit gutem HE-Alpha, du hast bei den deutschen verbesserten HE-Pen. Die DDs sind zum einen mit Hydro ausgestattet, gute AP, bei beiden. Bei der Elbing noch ein bisschen besser. Du hast halt U-Boote, die sind halt relativ stabil und Flugzeugträger sind auch wieder relativ bombenlastig, AP-lastig in der Richtung. Briten gutes HE overall, kann man sagen. Auch die BBs, die Cruiser. Du hast einen Cruiser, die relativ weich sind, die Cruiser. Hier kannst du Radar noch bauen, zusätzlich, aber sind halt Light Cruiser, sind relativ weich. Guten HE-Damage auf jeden Fall bei den Heavy Cruisern. Du hast ja auch Only AP. Bei denen muss man noch sagen. Die DDs sind relativ vielseitig. Also die Daring-Reihe, gute Guns, solide Torps, solide nur, nicht wirklich herausragend solide. Hydro, kurzen Smoke, also sehr starker DD, finde ich persönlich, ist eigentlich der Tech-DD, den ich am liebsten spiele. Naja, das stimmt nicht ganz, aber es ist einer der stärksten. Hier auch ziemlich bombenlastig. Eigentlich sind die ziemlich ausbalanciert, was Torpedos angeht. Franzosen-BB ist relativ weich, relativ genau. Gutes AP, gutes HE. Kite Cruiser, allgemein so Henry-Reihe. Äh, Relativ schnelle Cruiser. Die Schiffe sind alle relativ schnell bei den Franzosen. Die sind eher weicher, aber dafür wirklich schnell. Auch bei den DDs. Gun-Reihe mit schlechtem Concealment. Torp-DD mit okem Concealment. Es ist jetzt auch ziemlich viel, aber ich versuche ein bisschen Meta zu gehen. Ne? Ihr merkt es. Ihr habt teilweise Reload-Booster an Bord. Das ist auch noch ein Gimmick. Bei den Italienern habt ihr SAP. Das ist eine spezielle Munitionsart, eine Mix aus HE und AP. Hat theoretisch einen besseren Pen als HE, schlechteren Pen als AP, bessere Pennwinkel, aber dafür kannst du keine Brände setzen. Das ist so das Gimmick von den Italienern. Du hast meistens Smokes, Crawling Smokes, das ist auch so das Gimmick. Die DDs sind etwas anspruchsvoller zu spielen, würde ich sagen. Aber die Italiener, Colombo aktuell einer der besten BBs im Spiel, finde ich persönlich.
Panasiaten Deepwater Torps. Das sind Torps, die können nur Kreuzer, Schlachtschiffe und Flugzeugträger treffen. Gute Erkennbarkeit. Du hast Smoke bei den Cruisern mit dabei. Es sind Farmer, aber dafür relativ geringe Reichweite, sehr weich. Der Baum ist vielfältig. Du kannst ihn mit Radar spielen oder du kannst ihn auf Torpedoboot spielen. Zu den Europäern, haben nur die Ds aktuell. Du hast einen Torpedobaum und du hast einen Gunbaum mit Radar. Also Smoke und Radar. Das ist Gdansk, wenn du Gdansk spielen kannst, ist wirklich sehr starker DD. Niederländer sind eigentlich guntechnisch sehr solide, auch relativ tanky. Du hast halt hier ein Special Ability, das heißt Airstrikes. Das heißt, du kannst einen gewissen Bereich setzen, wo ein Bombenteppich geworfen wird. Ja, die kriegen jetzt auch eine Light Cruiser Line bald zusätzlich. Dann Commonwealth sind Cruiser mit Crawling Smoke und guten HE-Damage, sind gut gegen U-Boote, haben besonderes Überwachungsradar, sind da relativ stark. Pan-Asiaten, gute Secondary-BBs. Ich würde sagen, die besten Secondary-BBs, die es aktuell im Game gibt. Und dann hier allgemein St. Martin-Reihe, sehr guter Kitekreuzer, Radar, Stealth-Radar, F-Befehl, mit dem du Consumables schnell wieder ready machen kannst, wenn du getroffen hast. Hier hast du auch einen F-Befehl, was Secondaries angeht, relativ geil aktuell. Ne? Und hier haben wir dann noch die Spanier, die haben einen F-Befehl, das heißt, die können schnell bursten. Das ist so ein spezielle Fähigkeit, sind sonst nicht wirklich herausragend, sind so Standard-Kite-Cruiser wie Hindenburg, Venezia vom Spielstil her, aber halt natürlich nicht von den Einstellungen. Gut, das war mal ein ganz grober, schneller Überblick über alle Tech-Trees. Das war wirklich relativ kurz gehalten und ich hoffe, ihr konntet gerade für die Neueinsteiger ein bisschen was mitnehmen